heutigen Video wird es darum gehen, wie Nahrungsergänzungsmittel euch dabei unterstützen können, euer Hormonsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen und natürlich eure Menstruationsschmerzen zu lindern oder zu besiegen. Als erstes möchte ich natürlich den Mönchspfeffer erwähnen. Mönchspfeffer ist mit Sicherheit schon vielen Frauen, die Menstruationsschmerzen haben, bekannt. Aber nur wenige wissen, dass er niedrig dosiert eure Menstruationsschmerzen lindern kann. In einer hohen Dosierung, wie er leider auch oft als Nahrungsergänzungsmittel im Handel erhältlich ist, wirkt er gegenteilig und kann somit eure Menstruationsschmerzen tatsächlich verschlimmern. Gleich vorweg gesagt, Schwangere oder Frauen, die schwanger werden wollen, sollten den Mönchspfeffer bitte nicht einnehmen. Wenn ihr den Mönchspfeffer in einer niedrigen Dosierung einnehmt, wird er euren Prolaktinspiegel, das ist ebenfalls ein weibliches Hormon, erhöhen, was wiederum die anderen weiblichen Hormone wie Östrogen und Progesteron senken kann und somit einer Östrogendominanz entgegenwirkt. Wie ihr hier im Schaubild sehen könnt, haben wir hier einmal einen normalen Anstieg des Hormons Östrogen im Vergleich mit einer Östrogendominanz, die vermutlich die Ursache für das prämenstruelle Syndrom ist. Zu viel Östrogen führt übrigens zu Calciumablagerungen, was indirekt auch zu Muskelverhärtungen führen kann und somit wieder Schmerzen auslöst. Vielen ist der Begriff Östrogendominanz sicherlich bekannt. Ein erhöhter Östrogenspiegel kann Ursache eines prämenstruellen Syndroms sein. Daher wird der Mönchspfeffer niedrig dosiert bei manchen Frauen ihre Menstruationsbeschwerden lindern können. In meinem ersten Video, in dem es um Ernährung geht, ich blende das einfach mal ganz kurz ein, habe ich schon erwähnt, wie gesund Magnesium ist und wie es dafür sorgt, dass eure Muskulatur entspannen kann. Und das wollen wir natürlich alle während dieser Menstruationskrämpfe, dass die Krämpfe nämlich nachlassen durch eine Entspannung der Muskulatur. Oft wird allerdings eine viel zu niedrige Dosierung von Magnesium empfohlen. Ich empfehle allerdings, eine etwas höhere Dosierung an Magnesium einzunehmen und dann auf seinen Körper zu hören. Ein Zeichen zum Beispiel, wenn man zu viel Magnesium zu sich genommen hat, ist ganz einfach, wenn ihr Durchfall bekommt. Solltet ihr dieses Symptom bei euch feststellen nach einer Magnesiumeinnahme, dann meidet bitte Magnesium. Auch sogenannte Lignane, das sind spezielle Phytoöstrogene, helfen euch dabei, eure Menstruationsschmerzen in den Griff zu bekommen. Sie verringern einen Stoff im Körper, der sich Prostaglandin der Serie E2 nennt. Diese Prostaglandine sorgen leider dafür, dass eure Muskeln verkrampfen und Entzündungen entstehen. Gerade bei Erkrankungen wie Endometriose oder dem polyzystischen Ovarialsyndrom ist es von äußerster Wichtigkeit, diese Entzündungen zu senken. Diese Lignane findet ihr zum Beispiel in Mais, Soja, aber auch in Hopfen, Salbei, Kürbiskernen, Sonnenblumenkerne, Leinsamen und weiße Bohnen. Esst also reichlich davon, somit habt ihr einen protektiven Effekt auf eure Menstruationsschmerzen und auf diese Entzündungen, die eventuell entstanden sind. Ich blende nun nochmal ein, welche Nahrungsergänzungsmittel euch dabei unterstützen, euer Hormonungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht zu bringen und somit eure Menstruationsschmerzen zu lindern. Einen Link auf meiner Instagram-Seite findet ihr auch unten in der Infobox. Dort gibt es alle Zusammenfassungen nochmal übersichtlich für euch, die ihr euch dann rausschreiben könnt oder einen Screenshot davon macht. Was könnt ihr außerdem noch tun, um eure Menstruationsschmerzen zu lindern? Auf jeden Fall haltet euren Unterbauch warm. Wärme ist ganz, ganz wichtig. Wie ich in meinem ersten Video über die richtige Ernährung schon erwähnt habe, ist Wärme ganz entscheidend dafür, dass eure Muskeln sich entspannen können.
Wir wollen eine Muskelrelaxation erreichen und kein Verkrampfen der Muskeln, denn diese Verkrampfung der Muskeln führt zu mehr Schmerzen und die wollen wir ja nicht haben. Ihr könnt nun also sehr viel dafür tun, dass euer Unterbauch schön warm bleibt. Und zwar natürlich in Form der klassischen Wärmflasche, aber auch natürlich mit Wärmegel, warmen Bädern, Wärmepflaster, aber Massagen, wohltuende Massagen sind auch sehr, sehr entspannend für euren Unterbauch. Probiert einfach das alles mal aus und sucht das, was für euch am wichtigsten ist und das, was für euch am meisten gebracht hat, in euren Alltag zu integrieren. Ein warmes Bad mit einem Zusatz von Kajiput-Öl ist ja auch sehr, sehr hilfreich. Kajiput-Öl sorgt dafür, dass eure Muskeln entspannen können und hat auch schmerzlindernde Effekte. Es ist zum Beispiel in diesem Badezusatz hier enthalten. Oder auch dieses Wärmegel hier, was man wunderbar mit einer Unterbauchmassage kombinieren kann. Außerdem, wie eben in meinem ersten Video schon erwähnt, esst bitte immer schön warm. Warme Speisen und Getränke sind ganz, ganz wichtig, um euch mit Wärme zu versorgen und somit für Entspannung zu sorgen. Zum Beispiel kann man auch andere Sinne ansprechen, um zu entspannen. Zum Beispiel die Akustik. Es gibt spezielle binaurale Beats. Sie sorgen dafür, dass ihr in eine tiefen Entspannung kommt und somit auch einen lindernden Effekt bei Menstruationsschmerzen spüren könnt. Ich habe mit einem ganz bestimmten Frequenzton gute Erfolge erzielt und ich werde meinen Favoriten einfach wieder unten in die Infobox verlinken. Klickt gerne drauf, probiert es mal aus, vielleicht hilft es euch auch ein wenig. Zusammen mit einer entspannten Atmung hat mir das wirklich dabei helfen können, dass meine Krämpfe etwas gelindert werden. Als Spezialistin für die traditionell chinesische Medizin muss ich unbedingt auch noch die Akupunktur erwähnen. Die Akupunktur kann dafür sorgen, dass euer sogenanntes Durchdringungsgefäß wieder frei in den freien Fluss kommt und dass euer Hormonungleichgewicht so wieder ins Gleichgewicht zurückgebracht werden kann. Sucht euch hierfür am besten einen kompetenten Fachakupunkteur, der kann euren Menstruationsschmerzen dann entgegenwirken. Was sonst noch gegen Stauungen aller Art hilft, ist selbstverständlich Sport. Im Endeffekt ist es egal, welchen Sport ihr ausübt. Hauptsache ihr bewegt euch, seid etwas an der frischen Luft, sorgt einfach dafür, dass euer Kreislauf wieder in Schwung kommt. Alles, was bewegt, löst auch eure Blockaden, eure Stauungen, eure Schmerzen. Ich habe für mich Yoga und Tai Chi entdeckt. Tai Chi hat nachgewiesen auch noch ganz viele andere gesundheitliche positive Effekte auf den Körper und ich kann es einfach nur jedem sehr ans Herz legen, der Wert auf seine Gesundheit legt. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Lehrern der sogenannten WCTA Germany gemacht. Ich werde auch das wieder unten in der Infobox verlinken. Wer Interesse hat, kann ja dann mal einen Termin ausmachen und mal eine Stunde ausprobieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber am meisten sollte es euch freuen, dass ihr was gefunden habt, was euch Spaß macht und das wieder Bewegung und Freude in euer Leben bringt. Wer neugierig geworden ist auf Tai Chi und was dahinter steckt, ich mache demnächst noch ein kleines Video, was ungefähr die Wirkungsweise von Tai Chi beschreibt. Ihr könnt euch das auch gerne mal ansehen und vielleicht ist das auch eine Sportart für euch. Nun blende ich wieder eine Liste ein mit weiteren Behandlungsmöglichkeiten, die ihr wunderbar unterstützend zu eurer Therapie gegen Menstruationsschmerzen einsetzen könnt. Als letztes möchte ich euch noch ein Rezept aus der asiatischen Medizin ans Herz legen. Ich denke, es hat bei mir so den Durchbruch bewirkt. Dieses Rezept besteht aus 3 Komponenten. Diese 3 Komponenten sorgen dafür, dass euer Unterbauch befreit wird von Entzündungen, dass sich Stauungen lösen, dass die Durchblutung gefördert wird. Es hat also alle positiven Effekte auf Menstruationsschmerzen.
Diese 3 Komponenten beinhalten Sojasauce, Grüntee und eine spezielle Pflaumenart. Dieses Heilrezept wird auf eine ganz spezielle, traditionelle Art eingenommen und man muss natürlich auch noch viele Ernährungsaspekte dabei beachten, damit dieser Tee auch die richtige Wirkung erzielt. Das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, weil jeder Mensch eben eine andere Konstitution hat, ein anderes Körpergewicht, eine andere Vorerkrankung. Und da muss man natürlich für jeden individuell sehen, wer welche Dosierung in welcher Art und Weise erhält. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet und es gerne mal ausprobieren wollt, was ich euch sehr ans Herz lege, dann schreibt mir gerne eine private Nachricht. Ich leite euch das Rezept weiter. In einem näheren Gespräch können wir dann schauen, wie viel ihr davon einnehmen müsst. Ich hoffe sehr, dass ich mit meinem Video euch helfen konnte und dass ihr ganz, ganz schnell eure Menstruationsschmerzen besiegt, egal auf welche Art und Weise. Wenn euch meine Tipps gefallen haben und ihr vielleicht sogar positive Erfolge gemacht habt, dann gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es euch geholfen hat, ob ihr vielleicht noch für andere Betroffene andere Tipps habt, die euch geholfen haben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und auch mehr Wissen über die TCM, die gesunde Ernährung und die orthomolekulare Medizin, dann abonniert meinen Kanal, damit ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit weitermachen kann, um so anderen Menschen wieder mehr zur Lebensfreude zu verhelfen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und bleibt mir alle schön gesund.